Hallo und herzlich willkommen zur 46. Folge von Fräulein Maja empfiehlt. Katzi frisst schlecht, niest ab und an. Was könnte dahinter stecken? Was ist FIV und FIP? Kann man seinen Schnurriputz schützen bzw. impfen lassen? Crazy Cat Lord hatte die Idee, doch einmal eine Folge über Katzenkrankheiten zu machen. Und wir machen das. Vielen Dank für diese Anregung. Falls ihr ebenfalls ein Thema für eine Folge habt, dann schreibt doch einmal einen Kommentar. Und um keine Folge mehr zu verpassen, abonniert doch kostenlos unseren Kanal. Und hier kommen ganz ohne Umschweife die 11 häufigsten Katzenkrankheiten, ihre Symptome und mögliche Abhilfe. Einiges hiervon kommt euch vielleicht schon aus Teil 28 bekannt vor. Nummer 1. Der Katzenschnupfen. Nicht zu verwechseln mit der harmlosen Erkältung, kann diese Virus- oder aber auch Bakterieninfektion unbehandelt tödlich verlaufen. Der Kleintiger niest viel, hat Nasenausfluss und tränende Augen, frisst nicht und hat Fieber. Besonders häufig haben junge Katzen den Katzenschnupfen. Er ist hoch ansteckend. Wenn die Symptome rechtzeitig erkannt wurden, kann der Tierarzt mit Antibiotika behandeln. Eine Impfung im Vorfeld ist ab der 8. bis 12. Lebenswoche möglich und muss jährlich aufgefrischt werden. Nummer 2. Die Katzenseuche. Die Katzenseuche oder Katzenstaupe ist eine ebenfalls hoch ansteckende Viruserkrankung, die unbehandelt tödlich endet. Die Samtpfote ist matt und bewegt sich wenig. Er bricht häufig und wird von Appetitlosigkeit und hohem Fieber geplagt. Der Tierarzt behandelt bei rechtzeitigem Besuch mit Serum-Antikörpern und Infusionen gegen die Austrocknung. Eine Impfung ist ab der 6. bis 12. Lebenswoche möglich und muss alle 1 bis 3 Jahre aufgefrischt werden. Nummer 3. Ektoparasitenbefall. Sehr oft werden die flauschigen Mitbewohner mit Freigang von zahlreichen Quälgeistern bevölkert. Zecken, Flöhe, Räudemilben und Ohrmilben sind nur einige von ihnen. Häufiges Kratzen oder Kopfschütteln zeigt ebenso wie verkrustete Stellen an den Ohren einen Parasitenbefall an. Der Tierarzt sollte einen Blick auf eure Fellraketen werfen. In vielen Fällen wird mit Spot-on-Lösungen behandelt. Aber auch Puder, Pillen und andere Mittel gibt es. Zum Thema Flohbefall und deren Bekämpfung wird es noch eine gesonderte Folge geben. Nummer 4. Endoparasitenbefall. Diese Parasiten nisten sich im Dünndarm ein. Spul-, Haken- oder Bandwürmer können aber auch den Menschen befallen, also Vorsicht. Appetitlosigkeit, schuppiges Fell, Abmagerung und Erbrechen sind die Symptome. Die übliche Behandlung ist eine Wurmkur. Eine Abstimmung mit dem Tierarzt ist unbedingt zu empfehlen. Nummer 5. Chronische Niereninsuffizienz, kurz CNI. Besonders ältere Katzen neigen hierzu. Die stetige Abnahme der Nierenfunktion führt letztendlich zum Tod. Anzeichen hierfür sind starker Durst und häufiges Urinieren, Abgeschlagenheit und Appetitlosigkeit, stumpfes Fell, Erbrechen, Gewichtsverlust und ein süßlicher Geruch aus dem Maul. Der Tierarzt kann zwar diese Erkrankung nicht heilen, aber den Verlauf verlangsamen und eurem Stubentiger Linderung verschaffen. Nummer 6. Katzenleukämie, kurz FELV. Typisch für diese Viruserkrankung ist eine Störung bei der Blutzellbildung und eine gleichzeitige Tumorbildung. Die Symptome sind eher unspezifisch. Katzi wirkt teils nur angeschlagen. Bei Verdacht unbedingt zum Tierarzt. Gewissheit verschafft ein Bluttest. Eine Heilung ist ausgeschlossen, allerdings ist ein langes Leben auch mit Katzenleukämie möglich. Eine Impfung im Vorfeld gibt es. Nummer 7. Feline infektiöse Peritonitis, kurz FIP. Hierbei handelt es sich um eine Bauchfellentzündung, die durch Coronaviren ausgelöst wird und meist tödlich verläuft. Es besteht Ansteckungsgefahr. Häufige Symptome sind ein aufgeblähter Körper, Appetitlosigkeit und Müdigkeit. Da die Diagnose schwierig ist und der Verlauf mit großen Leiden verbunden, sollte zeitnah ein Tierarzt hinzugezogen werden. Nummer 8. Feline Immunschwäche-Virus, kurz FIV. Diese immer tödliche Infektion wird auch als Katzen-Aids bezeichnet und hauptsächlich durch Bissverletzungen übertragen. Anfangs sind Unlust, Zahnfleischentzündungen, Fieber, Durchfall und Wundheilungsprobleme zu beobachten. Gegen FIV gibt es leider keinen Impfstoff. Am häufigsten sind ältere, unkastrierte Kater mit Freigang betroffen. Nummer 9. Toxoplasmose.
Toxoplasmose wird durch Darmparasiten ausgelöst und durch Beutetiere übertragen. Freigänger sind besonders gefährdet, aber auch Menschen. Hier ist vor allem ein Risiko für das ungeborene Kind vorhanden. Katzen können symptomfrei erscheinen. Selten treten Atemstörungen, Appetitlosigkeit und Fieber auf. Der Tierarzt behandelt mit Antibiotika. Nummer 10. Katzendiabetes. In Teil 37 haben wir euch schon über die Zivilisationskrankheit Diabetes bei Katzen berichtet. Die unbehandelte tödliche Erkrankung äußert sich durch Gewichtsverlust, trotz gutem Fressverhalten, vermehrtes Trinken und Abgeschlagenheit. Euer Tierarzt kann mit entsprechenden Medikamenten und einer angepassten Diät eure Fellnasen gut behandeln und euren betagten Mitbewohnern ein beschwerdefreies Leben ermöglichen. Nummer 11. Schilddrüsenüberfunktion. Eine Überfunktion der Schilddrüse verursacht unbehandelt schwere Schäden, insbesondere an den Nieren oder dem Herzen. Zutage tritt dies durch Gewichtsverlust, Durchfall, Erbrechen, stumpfes Fell, vermehrtes Hecheln und Atemnot. Dem Tierarzt des Vertrauens stehen eine breite Palette von Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung, vorausgesetzt ihr besucht ihn rechtzeitig, damit die Erkrankung erkannt werden kann. Wer sich noch intensiver mit den Katzenkrankheiten auseinandersetzen möchte, sollte doch einmal einen Blick auf das Buch Quickfinder Katzenkrankheiten von Dr. Heidi Kübler werfen. Hier gibt es nicht nur eine Krankheitsbestimmungshilfe, sondern unter anderem auch ein wichtiges Erste-Hilfe-Kapitel. Der Link ist ebenfalls in der Beschreibung. Bei all diesen Katzenkrankheiten und zu empfehlenden regelmäßigen Tierarztbesuchen stellt sich die Frage nach den Kosten. Eine Katzenkrankenversicherung kann sich vielleicht für euch lohnen. Der Schlitzohr-Haustierkanal hat für euch einmal die möglichen Kosten der Katzenhaltung aufgeschlüsselt. Schaut doch mal rein, der Link ist in der Beschreibung. Und das war es auch schon mit dieser Folge von Fräulein Maja empfiehlt. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, dann lasst doch bitte einen Daumen hoch da und teilt uns. Im Rätsel vom letzten Mal suchte Maja den schwarzen Peter. Ziegenpeter bzw. Mumps haben wir auch gelten lassen. Ihr hattet die Lösung schnell parat, aber löst ihr auch das heutige Rätsel? Mit einer Silb ist's abgetan. Was ist es? Flügel hat's am Leib. Mit einem A ist es ein Mann. Mit einem U desselben Weib. Wenn ihr die Lösung wisst, dann schreibt sie bitte wie immer in die Kommentare, genauso wie Anregungen oder Videowünsche. Hat es euch gefallen, dann teilt uns und abonniert kostenlos unseren Kanal und gebt Maja ein auf die Glocke. Bis zum nächsten Mal.